Hi Leute, willkommen bei Dragon bebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Heute habe ich mal wieder einen kleinen Tipp für euch. Und zwar, wir hatten ja schon öfters, habe ich euch ja gesagt, dass ihr aus den Flexipaint-Dosen eine jetzt rausholt, wenn er dann oben das Stück absägt. Die ist noch nicht ganz ausgetrocknet. Die lassen wir noch, aber ich habe hier eine. Die ist schon mal soweit. Und zwar, ihr kennt das ja. Zum Beispiel, wenn er dann die Farbe mischt, braucht er ja immer ein Behältnis. Das Ding ist ein bisschen hoch. Dann zeige ich euch jetzt gleich mal, was er damit macht. Dann könnt ihr damit auch mal das Ding nochmal ein bisschen verwerten. Ne? So Leute, das Zeug, das kann man nämlich gut hier die Dosen noch als zum Farbmischen benutzen. Je nachdem wie hoch ihr das haben wollt, aber um das einfacher zu machen, nämlich einfach hier von dem Aufkleber eine Linie und eine Säge. Dann sägen wir das Ganze hier mal so ein bisschen durch. So, dann haben wir das Ganze jetzt abgesägt. Müsst ihr natürlich mal gucken, dass ihr noch ein bisschen wartet, bis das Ganze so weit durchgetrocknet ist. Ich hoffe, das hier ist durchgetrocknet. Nur mal so, dass ihr seht, was da noch an Farbe teilweise drin war. Ne? Also, kann man dann gucken. Das Schöne ist nämlich an den Dosen, wenn ihr den Deckel nimmt, wie gesagt, könnt ihr dann auch, je nachdem wie hoch ihr die haben wollt, aber für kleinere Mengen ist das super geeignet. Dann könnt ihr einfach die Farbe, wenn sie trocken ist, so wie ich es jetzt hier mache, okay, die ist noch nicht ganz trocken, aber so vom Prinzip her. Ne? Hier ist jetzt noch ein bisschen was drin, hier war noch was Dickeres, hätte ich noch eines vielleicht rausholen können, aber naja gut. Aber im Endeffekt, wenn ihr dann die Farbe drinnen habt, könnt ihr das dann quasi als Behältnis benutzen, um dann die Farbe anzumischen und dann damit zu pinseln. Ne? Nur so als Recycling so ein bisschen von dem Ganzen. So Leute, das war jetzt mal wieder nur so ein kleiner Tipp. Gut, war natürlich mal wieder der Vorführeffekt ein bisschen kacke, weil wieder ein bisschen die Farbe noch nicht ausgetrocknet war. Aber wie gesagt, das könnt ihr dann auch noch so ein bisschen entgraten. Geht da mit Schmirgel drüber oder mit Messer. So ein bisschen, damit ihr keine scharfen Kanten nachher habt. Ja, also ich habe jetzt noch ein bisschen gemacht. Ja, und dann je nachdem wie viel Farbe ihr halt reinmachen wollt, macht ihr das Ding ein bisschen höher oder niedriger. Dann habt ihr im Endeffekt dann nur das Stück vom Deckel und halt hier das zum Wegwerfen. Das könnt ihr dann in eine Plastikmüll rein tun, wenn ihr die Farbe rausgeholt habt. So, das war mein Tipp für heute. Ich hoffe, damit könnt ihr auch ein bisschen was anfangen. Wir sehen uns.